Hallo, herzlich willkommen zurück bei der Firma Harder von Dreiberg GmbH. Wir wollen uns heute mit dem Thema des Reefer-Containers, also des temperaturgeführten Kühlcontainers, auseinandersetzen und ein paar Besonderheiten auch vorstellen. Eine Besonderheit, die man sofort sieht, wenn man in den Container geht, sind die glatten Edelstahlwände, der Aluminiumboden und auch die Abmessungen, die deutlich anders sind als im normalen 20 Fuß oder 40 Fuß. Zum Boden. Üblicherweise ist der Boden im Kühlcontainer aus diesen T-Gratings aufgebaut. Das heißt, die Ware steht auf diesen T-Stücken drauf, aus Aluminium, und ermöglicht damit auch eine einwandfreie Zirkulation der Luft im Container. Zu den Abmessungen. Die Höhe und die Breite des Containers ist deutlich geringer. Klar, das Aggregat muss vorne rein. Die Wände sind isoliert, das heißt, die Isolierung muss im Vergleich zum normalen Container auch untergebaut werden. Ganz wichtig dabei, die Innenbreite des Kühlcontainers beträgt üblicherweise 2,28 Meter. Normaler Container 2,36 Meter. Die 8 Zentimeter sind jetzt nicht viel Unterschied, machen aber bei der Verladung doch einiges aus. Länge des Containers innen sind meistens um die 5,45 Meter im Vergleich zum normalen 20-Fuß-Container 5,90 Meter. Klar, das Aggregat muss ja auch irgendwo unterkommen. Das bedeutet zum Beispiel bei der Breite 2,28 Meter, Verladung mit Europaletten, mit CP3-Paletten oder CP-Paletten muss man sich vorher genau überlegen. Gerade die 2,28 Meter verleiten oft dazu, zum Beispiel eine CP3-Palette nehmen zu wollen, die 1,14 Meter mal 1,14 Meter als Abmessung hat. Theoretisch, wenn alles passt, alles innerhalb der Toleranzen liegt, kriege ich 2 CP3-Paletten nebeneinander. In der Realität sieht es aber meistens so aus, dass diese Paletten nicht immer 100% genau sind und natürlich auch der Kühlcontainer gewisse Toleranzen hat. Und dann steht man schon mal da und hat Probleme, die Paletten einzubringen. Das Ganze wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen darstellen. Und dann schauen wir uns auch an, wie man vernünftig einen Container sichern kann. Kühlcontainer heißt normalerweise, üblicherweise, dass die Ware runtergekühlt wird. Ich kann auch in den Plusbereich fahren, aber normalerweise wird sie runtergekühlt, was zum Beispiel der Einsatz von Staubpolstern doch etwas schwieriger macht, weil die natürlich sehr stark von der Lufttemperatur abhängig sind, wie gut sie funktionieren. Gurte ist auch immer so eine Frage. Sieht man im Container, wenn man reingeht, da sind keine Anfahrpunkte mehr drin. Wir haben Lösungen dafür, die werden wir euch gleich mal ein bisschen vorstellen. Hier links steht ja schon mal eine CP3-Palette. CP3-Palette, Abmessung 1,14 Meter mal 1,14 Meter. Ich habe eben schon gesagt, dass das von der Theorie her passt, in der Praxis aber immer ein bisschen schwierig ist, weil dafür muss alles haargenau innerhalb der Toleranzen sein und es darf wirklich keine Übermaß auf der Palette stehen oder die Palette mal nicht ganz 100%ig sein. So, man sieht das jetzt bei den 2 Paletten, die ich aus dem Regal genommen habe, dass das hier schon nicht mehr so gut passt. Wenn man jetzt hier unten schaut, sieht man schon ganz schön, dass das nicht viel ist, was da fehlt. Ein bisschen drücken. Aber auch nicht ausreichend ist, um das da reinzukriegen. Insofern sind das zwar korrekte CP3-Paletten und auch ein korrekter Kühlcontainer, aber passen tut es eben trotzdem nicht. Das heißt, das bei der Verladung bedenken, dass auch wenn das im Buch passen müsste, wenn es so knapp ist, dann doch nochmal nachschauen. Was man machen kann, wäre eine Mischung. Das heißt, ich nehme eine CP5-Palette, 14 mal 76, das heißt, sie ist genauso tief wie meine CP3-Palette, wäre also auch eine Möglichkeit. Auch immer möglich ist natürlich der Verbund 4er-Block mit Europaletten, 1,20 Meter mal 800. Auch da verbleibt eine Lücke. Und ich muss natürlich beachten, dass der Container nicht so lang ist wie ein normaler 20-Fuß-Container, zumindest innen nicht. Das wäre dann ein 4er-Block. Nicht optimal, weil ich natürlich sehr viel Lücke lasse, die ich auch wieder irgendwie füllen muss. Aber eine Möglichkeit, diese Paletten zu nutzen. So, bevor wir jetzt anfangen, hier mal richtige Ware reinzustellen, eine kurze Übersicht, glatte Wände, Aggregat auf der Stirnseite, glatte Seitenwände, immer mit dieser roten Linie oben auch.
Dieser Platz über der roten Linie wird benötigt, damit die Luft zirkulieren kann, sowie der Platz unter der Ware im T-Grating natürlich auch benötigt wird, damit die Luft dort zirkulieren kann. So, übers Wochenende hin haben wir uns nochmal über Paletten unterhalten und haben tatsächlich noch Paletten gefunden, die auch gut reinpassen würden, auch wenn sie in Europa für uns vermutlich eher weniger einsetzbar sind. Ich nehme euch mal mit rein. So, das sind amerikanische Four-Way Pallets von allen 4 Seiten The Faber Stringer Pallets in der Abmessung 44x44. Hier tatsächlich nur so ungefähr 1,5 Meter, passen aber perfekt in den Container, also auch in den Kühlcontainer rein und wären auch eine Möglichkeit. Vermutlich hier nicht wirklich zu beziehen, aber sie passen auf jeden Fall rein, was bei einem zölligen Container eigentlich auch kein Wunder ist. Damit haben wir dann hier noch die CP5 Palette, die CP3 Palette und unsere Euromaß Palette. Und für die zeigen wir euch jetzt gleich auch mal ein paar verschiedene Lösungen, wie wir die Ware im Container sichern können. So, ich habe jetzt schon mal 2 IBCs, 1000 Liter Behälter, Abmessung 1,20 Meter mal 1 Meter, in den Kühlcontainer reingestellt. Das können wir uns mal genauer anschauen, wo die Unterschiede sind zum normalen Container. Hier bitte beachten, das sind bei uns Versuchsobjekte, die IBCs. Die mögen alt sein, mehrfach gebraucht, sind für uns aber für Versuche immer wieder hilfreich. Man sieht sehr schön, es geht deutlich enger zu als im normalen Container. Was man auch sieht, Höhe ist jetzt ungefähr 1,17 Meter. 2 Stück übereinander passen schon vom Platz her gar nicht rein, von der Höhe her. Ich würde auf jeden Fall oberhalb der roten Linie rauskommen, was ich ja sowieso nicht darf. Insofern doppelstöckig IBCs. Standard IBCs funktioniert so nicht. Es bleibt eine gewisse Lücke. Wir empfehlen, diese Lücken zu füllen. Leerpalette, Staupalette funktioniert hier nicht mehr, also eher mit dem Staupolster. Wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass bei dem Staupolster das Staupolster sehr stark auch von der Umgebungstemperatur abhängig ist. Kühle ich den Container also auf minus 18 Grad runter, muss ich das beim Befüllen des Staupolsters mit berücksichtigen. Wir würden jetzt hier mal 9 IBCs einladen und auch ordnungsgemäß sichern. Dann kann man sich das mal anschauen. Andere Kombinationen gehen natürlich auch. Wir schauen mal, dass wir nachher noch ein paar Fässer finden und das dann auch mal darstellen. Bevor wir die 9 IBCs jetzt gleich im Container mal sichern, will ich das Ganze auch mal im Modell hier noch zeigen. Das hier ist ein Stück vom Kühlcontainerboden. Man sieht hier sehr schön das aus Aluminium hergestellte T-Grating, also diese T-Form, auf der die Ware dann hinterher zum Liegen kommt. Hier natürlich komplett ohne die Isolierung. Und da machen wir uns dann nachher fest, so dass wir die Ware auch wie im normalen Container zurückhalten können, von der Tür fernhalten oder eben auch Bewegungen vermeiden. Dafür gibt's von uns den sogenannten RSM, mittlerweile in der Version 3.1. Das ist unten mit dem Nutenstein ausgeführt, so dass ich den mit einem Drehmomentschlüssel festmachen kann. Und dann habe ich da definierte Werte, wie ich entweder in die Ringe gehen kann oder wie ich mit als Blocker arbeite. Oder theoretisch kann ich sogar niederzurren oder niederhalten im Container, wenn ich das denn benötige. Das machen wir dann gleich mal im Container und schauen uns das in der Realität auch einmal an. So, jetzt haben wir auch den Christian mit dazu geholt. Jetzt werden wir den RSM auch mal im Einsatz uns anschauen, wie wir ihn hier bei den neuen IBCs anwenden würden. Ja, in Verladung nehmen wir jetzt 4 Stück, 2 pro Seite. Hier dann RSM hat drunter einen Nutenstein, den richtet man parallel zum T-Grating aus. Dann kann man den einsetzen und schon beim Verdrehen der Schraube verkantet er sich unten im T-Grating. Und dann den Drehmomentschlüssel mit 110 Newtonmeter, zieht das Ganze an, bis das Ganze knackt und das reicht und dann machen wir die Anruf. So, jetzt haben wir wieder unser Sicherungssystem, die für die 8 Fässer geplant. Überbleiben. Nur haben wir nur 2 Bindungen.
Den Rest aus der Tüte brauchen wir ja später. Hier ist wichtig bei der Montage der RSM, dass diese Öffnung in Richtung der Tür zeigt. Dann hängen wir den Haken ein. So, jetzt würden wir erstmal den 5. IBC einladen und danach den restlichen 4er-Block. So, wir würden jetzt mal 2 unterschiedliche Methoden zeigen. Einmal mit klassischen Leerpaletten oder eben mit dem Staupolster, was tatsächlich in der Lage ist, so eine breite Lücke auch zu überbrücken. Dann mal los. Beides ist tatsächlich eine gute Möglichkeit. Beides funktioniert. Wie gesagt, beides sind schwer. So, jetzt haben wir die Beladung abgeschlossen mit unseren neuen IBCs. Jetzt machen wir die endgültige Sicherung. Da haben wir jetzt wieder unser Panning in der Tüte. Da wir hier oben nichts zum Aufhängen des Pannings haben, hier wird das Panning, spinnen das hier oben an der Hälfte des IBCs, relativ weit außen, und beim Festmachen dann gucken, dass man die Ketten wieder gleich die gleiche Orientierung anbringt. Sprich das Blau und Blau jetzt jeweils weil wir die Höhe gegeben haben. Da haben wir mittlerweile auch verschiedene Sachen für Fässer, für Kartons, für die verschiedensten Ladeeinheiten, um das Ganze dann auf Höhe zu halten. Dann gehen wir mit den gleichen Farben rechts und links. So weit schnallen. Bevor wir die jetzt Spannung aufbringen, nehmen wir unseren Kantenklutz und bringen den ein. Das machen wir immer erst, wenn wir hier ein bisschen Spannung drauf haben. Weil dann fällt er uns gleich bei der weiteren Sicherung um. Wir können ihn einfach dahinter stellen. Wir können hier noch ein bisschen Vorspann mit der Hand draufbringen, den Rest machen wir gleich im Wärts. Und auch hier gilt wieder, die Tüte nicht vergessen. Da ist das Datenblatt drin, da sind die Infos drin. Und dann Spannwerkzeug wieder auf der linken Seite ansetzen. Vorspann und dann Vorspann aufbringen. Genau deswegen bringen wir die Vorspannung auf, weil beim Beladen kann sich das Kuntermund schon mal ein bisschen in Schlaufen legen und durch die Vorspannung lösen und dann wird es wieder aufgezogen. Wenn man merkt, die Spannung ist noch nicht genug, sagt es euch gerne nochmal ansetzen. Nochmal die Leerspannung aufnehmen. Anmachen. Und dann ist der Container fertig gesichert. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier lässt sich sicherlich noch einiges optimieren. Das mit den Europaletten ist noch nicht so wunderschön. Das Staupolster könnte von den Größen her auch noch angepasst werden. Wir könnten hier noch verschiedene Stauschemen oder sowas entwickeln. Wir zeigen euch nachher noch ein paar im Film. Wenn wir noch ein paar Fässer finden, würden wir auch noch mal ein Fass in den nächsten Tagen reinstellen. Das vielleicht noch mal hinzufügen zum Film. Und wie immer, wenn Fragen sind, gerne an den Christian oder mich per E-Mail schicken, uns kontaktieren. Dann können wir euch bestimmt weiterhelfen. Vielen Dank.